Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein leckeres und einfaches Baklava-Rezept mit Fertigteig. Als erstes bereite ich einen Zuckersirup zu. Da ich ihn nicht allzu süß haben will, nehme ich auf einen Becher Wasser 2 Becher Zucker. Das Wasser bringe ich unter Rühren zum Aufkochen und lasse es anschließend noch weitere 5 Minuten köcheln. Damit der Zuckersirup nicht kristallisiert, kommt jetzt noch der Saft einer halben Zitrone hinein und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch etwas Rosenwasser oder Orangenblütenwasser in den Sirup geben. Es reicht aber auch völlig aus, wenn ihr einfach nur ein paar Zitronenscheiben in den Sirup legt und ihn durchziehen lasst. Während der Sirup abkühlt, bereite ich die Füllung vor. Die meisten Baklava, die man im Handel oder in Bäckereien bekommt, sind entweder mit Walnüssen oder Pistazien gefüllt. Allerdings mag ich lieber eine Mischung aus Mandeln, Haselnüssen und Vanillinzucker. Besonders gut schmecken die Nüsse, wenn man sie kurz vor der Verwendung selber mahlt. Als nächstes brauchen wir für die Baklava noch etwas geklärte Butter. Die könnt ihr ganz einfach selber machen, indem ihr Butter bei niedriger Hitze zum Schmelzen bringt und dann das Fett abgießt, um es so von der Molke zu trennen. Den Schaum habe ich übrigens später noch mit einem Löffel abgeschöpft, weil das Filtern durch den Kaffeebeutel nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nachdem nun auch die Butter vorbereitet ist, schneide ich den Teig zu. Da die Zubereitung von Baklava-Teig sehr aufwendig ist, nehme ich hier fertige Yufka-Blätter. Die findet ihr in jedem türkischen Supermarkt und auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Aus dem Teig schneide ich zunächst Kreise in Größe der Backform aus, den restlichen Teig schneide ich dann noch grob in Stücke und setze sie später beim Einschichten in die Backform zusammen. Und dann können wir den Teig auch schon in die Backform schichten. Normalerweise werden die einzelnen Teigschichten zwar mit zerlassener Butter eingestrichen, viel einfacher und schneller geht das Einschichten aber, wenn man statt Butter Schlagsahne verwendet. Außerdem ist es auch etwas leichter, weil es viel weniger Fett enthält. Ich mache das jetzt so, dass ich abwechselnd mal ein ganzes Stück Yufka in die Backform lege und mal eine Lage aus mehreren Teilstücken zusammensetze. Auf jede Lage sprühe ich mit Hilfe einer Sprühflasche etwas Schlagsahne. Wer keine Sprühflasche zur Verfügung hat, kann die Sahne aber auch mit einem Pinsel auftragen. Wie ihr die Baklava nun genau einteilt, also in welchen Intervallen ihr zwischen Nüssen und Yufka abwechseln wollt, bleibt ganz euch überlassen. Ich habe mich hier für 3 Schichten Yufka mit 2 Schichten Nüssen dazwischen entschieden. Wer möchte, kann aber auch zum Beispiel jede 5. Lage Yufka mit einer Nussmischung bestreuen oder den Teig in 2 teilen und nur eine Schicht mit Nüssen in die Mitte geben.
Für welche Version ihr euch nun auch immer entscheidet, die letzten 2 bis 3 Lagen sollten möglichst aus ganzen Jufka-Stücken bestehen, weil die Oberfläche sonst einfach nicht schön aussieht. Nachdem die Baklava soweit vorbereitet ist, heize ich den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vor. Das entspricht 155 Grad Umluft. Jetzt muss die Baklava noch in Stücke geschnitten werden. Ursprünglich wollte ich eigentlich ein geometrisches Muster machen, aber da ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, die Mitte der Backform zu finden, habe ich mich dann doch für ein einfaches Rautenmuster entschieden. Ich mache das hier mit meinem Lineal, das ich übrigens nur zum Backen benutze, aber es geht natürlich auch freihändig. Bevor die Baklava nun in den Ofen kommt, verteile ich die geklärte Butter auf dem Teig. Die sorgt zum einen für einen guten Geschmack und zum anderen für eine blättrige Struktur. Die Baklava backe ich nun im vorgeheizten Backofen so lange, bis die Oberfläche goldbraun geworden ist. Je nach Backofen dauert das in etwa 30 Minuten. Beim Tränken der Baklava gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten, und zwar muss entweder der Sirup oder die Baklava heiß sein. In meinem Fall verteile ich den abgekühlten Sirup auf der noch heißen Baklava und lasse sie dann durchziehen. Nachdem der Teig den Sirup aufgesogen hat, kann die Baklava serviert werden. Gut gekühlt ist Baklava 1 bis 2 Wochen haltbar und eignet sich daher perfekt zum Vorbereiten für größere Feste. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!